Ein großer Knackpunkt war, glaube ich, dass wir mit 2 Markennamen angefangen haben und nach 1,5 Jahren festgestellt haben, dass das nicht so geschickt ist. Nicht ausgeschlossen, dass wir damit reich werden, aber ich glaube, es gibt definitiv leichtere Sachen, um reich zu werden. Es ist eine gute Idee. Es ist vor allem eine gute Idee, wenn du weißt, was du kannst und andere nicht. Ich würde es immer wieder so mit diesem Team exakt so machen. Mein Name ist Leander und ich bin einer der 4 GründerInnen von Nikama. Hi, mein Name ist Andreas Wilde und unser Unternehmen heißt Hyber Games. Ich bin die Nadine Schmieder-Galfe und mein Unternehmen ist die Zellmechanik Dresden. Ich bin Anna Menschner und bin Geschäftsführerin der Semodia GmbH. Mein Name ist Christian Garthaus, ich bin Geschäftsführer der Heron GmbH. Mein Name ist Christian John und ich bin Investmentmanager bei einem Risikokapitalfonds hier in Dresden, der sich im Wesentlichen nur auf sächsische Startups und junge Unternehmen konzentriert. Was macht dein Startup eigentlich? Wir haben uns zum Ziel gesetzt, der Plastikkrise was entgegenzusetzen und entwickeln feste Naturkosmetik, die nicht in Plastik verpackt werden müssen. Bildhaft beschrieben ist es, wenn man in Drogeriemärkte geht, sieht man ein Regal voller Plastikflaschen, in denen verflüssigte Shampoos sind, die auch in fester Form gut funktionieren und keine Plastikverpackung brauchen. Und haben zusätzlich noch ein 1+1-Prinzip. Das bedeutet, dass wir pro Produktkauf Plastik sammeln, um so auch am schon produzierten Plastikmüll einen Impact zu haben. Videospiele sind richtig geil und Brettspiele auch. Aber viele Vorteile von beiden lassen sich nicht so leicht kombinieren. Also haben wir uns gedacht, okay, ein Brettspiel ohne Regelheft, mit Moderation, aber mit diesem physischen Anfassen und mit diesem sozialen Miteinander, das wäre die perfekte Mischung. Also haben wir das versucht und das hat funktioniert. Die Zellmechanik Dresden stellt ein Forschungsgerät her, mit dem man die mechanischen Eigenschaften von biologischen Zellen messen kann. Das heißt, wie steif oder wie weich eine Zelle zum Beispiel im Blut ist. Wir bieten Softwarelösungen für die Automatisierungstechnik an. Das bedeutet, dass wir mit unseren Lösungen unseren Kunden erlauben, in den modularen Markt einzusteigen. Wir entwickeln und produzieren ultraleichte Bauteile aus recycelfähigen Carbon, wie etwa hier so eine Leitung. Die Besonderheit ist, dass wir sozusagen die Funktionen direkt mit in das Bauteil im Herstellungsprozess integrieren. Als ich mit dem Studium hier in Dresden angefangen habe, habe ich den Gründergarten gleich nach dem ersten Semester mit einigen anderen Mitstreitern gegründet. Gründergarten deswegen, es soll jetzt nichts mit Kindergarten zu tun haben, sondern eher mit der wachsenden Pflanze, letztendlich mit der wachsenden Idee, wenn man von einer Idee startet hin zum Unternehmen. Also gleichgesinnte Studenten, die damit starten wollen und einfach sich mit dem Thema Unternehmertum, Startups, Gründung, Selbstständigkeit auseinandersetzen wollen. Hast du schon während des Studiums gegründet? Nein, ich habe erst nach dem Studium gegründet. Ich war erst 5 Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe danach das Unternehmen gegründet. Ich habe während meiner Diplomarbeit sehnsüchtig darauf gewartet, dass sie vorbei ist, damit ich gründen kann. Und ich habe tatsächlich quasi eine Woche, nachdem ich die Diplomarbeit verteidigt hatte, angefangen, an meinem ersten Spiel zu arbeiten. Wir haben alle noch studiert, als wir gegründet haben. Mittlerweile sind alle fertig, außer ich. Hast du eigentlich Wirtschaft studiert? Nee, ich bin Maschinenbauer mit Vertiefung Leichtbau. Ich habe Elektrotechnik studiert und auch erfolgreich abgeschlossen. Ich habe nicht Wirtschaft studiert, bin damit der einzige von uns 4. Ich habe Maschinenbau mit der Vertiefung Luft- und Raumfahrttechnik tatsächlich studiert. Ich habe ursprünglich Architektur studiert. Was ich als Expertise mitnehmen konnte aus meinem Architekturstudium ist der gesamte Design-Part. Prozesse, Workshops, wo kommt Innovation her? Und für die technischen Parts habe ich mir ganz andere Profis gesucht. Gab es eigentlich auch einen Moment, in dem du alles hinschmeißen wolltest? Nein, den gab es so nie. Es gab immer enge Phasen, wo es finanziell eng wurde, aber da hat der Zusammenhalt innerhalb des Teams extrem geholfen. Ja, so ziemlich jeden Tag, aber das ist immer so ein ganz, ganz kurzer Moment und wird dann von ganz, ganz vielen tollen Momenten überschüttet, wo ich sage, dass es sich wirklich gelohnt hat. Corona hat uns da auf eine gute Probe gestellt. Ich glaube, wenn ich allein gewesen wäre, wäre es schon an dem Punkt gewesen. Es kommen definitiv immer wieder Herausforderungen, wo man selbst ein Stück weit das, was man macht, in Frage stellt. Ehrlich gesagt hat man solche Momente regelmäßig. Gerade wenn Projekte sehr lange dauern und du einfach sehr lange kein positives Feedback bekommst, musst du dich teilweise einfach durchbeißen und man prokrastiniert auch genauso viel wie teilweise im Studium. Aber jetzt läuft's bei euch? Jetzt gerade läuft's gut. Letzten Monat lief's gut, vorletzten Monat lief's nicht gut. Also es ist ein stetiges Auf und Ab. Wie finanziert man denn eine Gründung am besten?
Im allerbesten Fall ganz alleine mit den Mitteln, die man selber zur Verfügung hat. Das nennt sich Bootstrapping, wenn man quasi aus den Umsätzen, die man generiert, direkt wirklich so viel Geld erwirtschaften kann, dass man das selber wieder direkt investiert. Als die erste Bestellung für das Forschungsgerät absehbar war, haben wir das Unternehmen dann gegründet. Die ersten Materialien für die Bestellung haben wir tatsächlich durch einen Kredit eines dieser 3F, der berühmten 3F Financiers, also Family, Fools and Friends, kofinanziert und dann ganz schnell wieder zurückgezahlt. Wir hatten die Chance, durch Dresden Exists gefördert zu werden. Das heißt, wir haben eine ganze Weile Antrag geschrieben und dann wurden wir für ein Jahr versorgt. Und seitdem stehen wir auf eigenen Füßen. Wir waren über Exist finanziert das erste Jahr, beziehungsweise 1 Jahr und 3 Monate, weil wir in Corona geraten sind und deswegen konnten wir eine Verlängerung beantragen. Und danach haben wir einen Investor mit an Bord geholt. Wir haben komplett gebootstrapped, ist der Fachausdruck. Das heißt, wir haben aus eigenem kleinen Kapital einfach immer mehr gemacht. Für die festen Shampoos hatten wir ein Crowdfunding, das hat uns den ersten Boost gegeben. Und dann hatten wir immer Familie und Freunde, die uns immer mal wieder ein bisschen Geld geliehen haben, gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn es darum geht, Produkte vorzuproduzieren, die man dann erst im November und Dezember verkaufen kann. Hast du eigentlich nur gegründet, um reich zu werden? Ich glaube, da hätte ich was anderes machen müssen, wenn ich, also nicht ausgeschlossen, dass wir damit reich werden, aber ich glaube, es gibt definitiv leichtere Sachen, um reich zu werden. Wer glaubt, dass man mit Gründen reich werden kann, der hat irgendwas nicht verstanden. Nein, die Hauptmotivation ist tatsächlich von mir, Impact zu generieren. Also ich möchte gerne, dass die Technologie am Ende Patienten hilft, Krankheiten schneller zu diagnostizieren. Wenn ich reich hätte werden wollen, hätte ich ein Technikunternehmen gegründet, glaube ich. Ich habe wirklich gegründet, weil ich an die Idee geglaubt habe und auch gerne mit den Leuten, mit denen ich gegründet habe, zusammenarbeiten wollte. Ich habe tatsächlich gegründet, damit ich mit den Sachen, die ich gerne tue, Geld verdienen kann. Und da geht es nicht so sehr darum, wirklich sehr viel Geld zu verdienen, sondern überhaupt Geld zu verdienen und Spaß am Beruf zu haben. Und welchen Tipp hast du für Studierende, die auch gründen wollen? Traut euch. Die meisten, mit denen ich rede, haben immer ganz viele Fragen, aber wissen nicht, ob das jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um loszulegen oder ob sie das richtige Team schon zusammen haben und wie das alles losgehen soll. Einfach mal loslegen an einem bestimmten Punkt und den Mut haben, die ersten Schritte zu gehen. Es kommt dann ganz viel auf einen zu, ja, das stimmt. Sucht euch gute Teampartner, mit denen ihr das zusammen durchstehen könnt, aber legt einfach los. Mein größter Tipp oder das, was sich jetzt bei uns bewahrheitet hat, ist, dass man einfach langfristig an einer Sache dranbleibt und ja, stetig das weiter verfolgt, wenn man davon selber überzeugt ist. Vernetzt euch. Es gibt genug Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Gründergarten hier an der TU Dresden und sehr, sehr viele Anlaufstellen, wo man sich informieren kann. Man kann sich viel mit dem Thema auseinandersetzen im theoretischen Bereich. Ich denke, da gibt es genug Literatur. Was viel wichtiger ist, ist, glaube ich, sich 1, 2 Leute zu holen, die was Ähnliches machen wollen und dann einfach mal anzufangen. Es ist eine gute Idee. Es ist vor allem eine gute Idee, wenn du weißt, was du kannst oder wenn du sogar weißt, was du kannst und andere nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Die letzte Sitzgelegenheit mit den Sportstipendiatinnen findest du hier. Ein anderes Video der TU Dresden hier. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, drück die Glocke und abonniere unseren Kanal.